hard to see the world in action, what we can be, life with no distraction. Ja, willkommen hier in meinem Lauf-, Sport-, wie auch immer Blog. Ich habe mich dazu entschieden, mal wieder einen Blog zu machen. Wie ihr es vielleicht schon mitbekommen habt in meinem Video, ich hatte ja die Corona-Infektion. Das bedeutet, ich kann jetzt hier nicht voll einsteigen. Das ist heute mein erster Tag, wo ich raus darf. Mir geht es so halbwegs gut. Ich mache gerade hier ein Video zur Garmin Fenix 7 und zum Edge. Bei meinem Blog habe ich jetzt einfach gedacht, ich werde euch einfach generell mitnehmen bei meinen Sachen, die ich alle mache. Auch ab und zu vielleicht mal beim Videodreh so ein bisschen was zeigen. Und ich will jetzt erstmal wieder ein bisschen fitter werden, bevor ich da wieder in irgendwelche Trainingspläne einsteige. Möchte euch aber auch so ein bisschen einfach auf die Reise mitnehmen, wie man aus dem Ganzen wieder rauskommt. Und das ist nicht nur Corona-spezifisch, ist auch egal, was ihr habt, Grippe oder andere Infektionskrankheiten, die es so gibt. Ihr müsst erst langsam anfangen, das mache ich heute. Ich starte einfach mal langsam in der Radtour. Ja, Radtour ist jetzt übertrieben, das sind jetzt 17 Kilometer, die ich fahre, 400 Höhenmeter ungefähr. Die fahre ich jetzt entspannt einfach mal entlang und genieße ein bisschen die Natur. Und wie wir sehen, wir haben auch hier schön Frühling, der anfängt, die Bäume blühen und ja, mitten wieder in den Weinbergen. Gerade eben war noch die Sonne da, die hat sich jetzt ein bisschen versteckt, aber vielleicht kommt sie ja nochmal zurück. So, hier hinten mal wieder die Starkenburg wie immer und hier einen kleinen Blick Richtung Heppenheim bzw. dann hinaus ins Ried. Gut. Ja, da fahren wir jetzt hier gerade schön in den Odenwald rein. Also wie gesagt, ist immer eine Reise wert, hierher zu kommen. Bergstraße lohnt sich wirklich im Sommer, es ist wunderschön. Also man sagt ja, die beste Erholung ist vor Ort und das kann ich nur bestätigen. Also wenn ihr hier in der Gegend seid, kommt mal vorbei. Wobei im Pfälzerwald soll es ja auch schön sein, das ist aber auf der anderen Seite. Das sind noch ein paar Kilometer von hier weg. Ja, ansonsten, Corona habe ich so halbwegs gut überstanden, lag mehrere Tage im Bett. Ist halt so, kann man nichts machen. Erstmal heißt es jetzt langsam anfangen. Ja, die Strecke, die ich jetzt hier mir gerade navigieren lasse, mit der Fenix 7 und mit der Apex 2 und dem Garmin Edge 820, habe ich über Komoot gemacht. Das ist für mich echt wirklich ein super Programm. Ich nutze das jetzt schon, ich glaube, 6 oder 7 Jahre. Ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall bin ich mega begeistert von dem ganzen Ding. Habe mir dann auch irgendwann das Weltpaket zugelegt. Ich muss aber auch ganz fairerweise sagen, so einen richtigen Vergleich habe ich jetzt auch nicht. Ja. Es ist nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, oh, ich habe vorher 3, 4 Programme getestet. Das war halt damals für mich das erste, was mir so entgegengeflogen ist. Und ja, es gibt ja noch Auto Active und so ein paar andere Sachen. Ihr könnt mir auch gerne mal was empfehlen, wenn da was besser ist oder was anders ist. Also ich bin hauptsächlich Läufer und fahre Mountainbike. Ja, und es ist auch nicht immer ganz einfach, hier, wenn ich filme und Sport mache, so einen Rhythmus zu finden, weil er doch oft unterbrochen wird beim Film. Aber es macht noch Spaß, von daher alles gut. Boah. Und bergauf filmen ist halt besser als bergunter. Ich freue mich schon auf den Trail. Wenn wir mal sehen, wie hier der Wind eingeschlagen hat. Die Sturmböen, das ist unglaublich. Also hier war mal alles bewaldet und wir sehen hier komplett alles weg. Ja, Wahnsinn. Ja, ihr könnt auch immer wieder Vorschläge machen. Also wenn ihr Videowünsche habt oder ja generell Anregungen, Kritik, immer in die Kommentare schreiben oder auch gerne eine E-Mail. Ich habe meine Adresse ja hier im Kanal hinterlegt. Und ja, dann können wir mal schauen. Ich muss halt gucken, wie es die Möglichkeiten zulassen, auch von den Gerätschaften. Man kriegt leider nicht immer ein Gerät ausgeliehen und ja, jedes Gerät kaufen geht halt natürlich auch nicht. Das hat auch seine Grenzen. So, ich bin jetzt gleich endlich oben und man merkt schon ein bisschen, dass ich nicht so ganz so fit bin. Also was heißt ganz so fit? Also ich war schon fitter. Ich pumpe so ein bisschen Luft, aber insgesamt fühle ich mich trotzdem ganz gut. Und das ist die Hauptsache. Immer auf den Körper hören. Wenn es euch scheiße geht, brecht ab. Ihr gewinnt damit gar nichts, überhaupt nichts. Am nächsten Tag geht es besser, eine Woche drauf geht es besser. Aber der Körper meldet sich schon, wenn es nicht passt. Also nicht nur auf Sensoren hören und auf Uhren, sondern auch ein bisschen aufs Bauchgefühl. Ihr könnt auch gerne schreiben. Hier melden sich gerade wieder alle möglichen Navigationsgeräte. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch so interessieren würde. Ich weiß, es guckt jetzt nicht jeder diesen Laufblog bzw. Blog. Ich würde es auch erstmal Sportblog nennen, weil ich tatsächlich jetzt auch ein bisschen vorhabe, mehr Radfahren zu machen. Weil A, das gerade für den Einstieg besser ist und B, ich da so ein paar Sachen habe, die ich gerne machen möchte. Auch so noch ein paar Vergleiche. Vielleicht auch mit der Instinct 2 Solar nochmal Fahrrad fahren als Fahrradnavi. Man kann es ja hier vorne auch anschließen, die Uhr. Ja, und den Wahoo natürlich austesten, mit dem Edge vergleichen. Und ich vermute mal, also ich weiß von nichts, wirklich gar nichts. Ich kriege null Informationen, ich bin genauso schlau wie ihr.
dass wir vielleicht dieses Jahr auch neue Edge-Geräte sehen, weil das Edge 830 ist ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ne, gut, ein bisschen in die Jahre ist übertrieben. Ich sag mal so, für IT-technische Sachen schon etwas älter. Ich warte eigentlich schon drauf, weil den Edge 820, ja gut, er ist nicht schlecht, aber die Berechnerei dauert ewig. Dann, wenn die Sensorik angeschlossen sind, ist es mit dem Akku immer ein bisschen schwierig. Und ja, gerade für längere Touren, wenn man mal mehrere Stunden unterwegs ist, ist mir das Ding tatsächlich schon mal ausgegangen. Ja, ich muss jetzt hier einmal, hier geht eine Strecke runter, hier geht eine Strecke hoch. Ich fahre jetzt hier lang. Ja, dreimal dürft ihr raten, wo ich hin darf. Ob ich diese Strecke hier fahren darf oder hier. Ihr wisst wahrscheinlich schon. So, jetzt dürften wir auch gleich beim Trail sein. Da vorne kommt schon das Abi-Geschild, hinten geht's runter. Boah, bin mal gespannt, ob sich das Ganze gelohnt hat. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. Oh, Dornen. Ich liebe Dornen. Und einmal. Nachteil ist natürlich, es wirkt nicht so ganz, wie es steil ist. Aber das kannst du nicht so weit runterjumpen. Jo, nächstes Hindernis. Der Sturm hat gut gewütet. Na gut, dann klettern wir mal rüber. Oh Gott. Und 1, 2, 3. Uiuiui. Ein hoch auf. Alu, glaube ich, ist das. Kein Carbon. Gut. Ja, das Ganze sollte so ein kleiner Start in den Sportblock sein. Ich habe mal überlegt, wie gesagt, euch da ein bisschen mitzunehmen, auch so in meinem Alltag. Und da ein bisschen zu zeigen, wie das Ganze läuft, hier mit Familie und Sport und Film und ja, alles. Ich gucke mal einfach, wie lange ich das durchhalte. Wie oft ich es bringe, weiß ich noch nicht, wie der Tonus aussieht. Ich muss das halt einfach einteilen, wie es von der Zeit passt. Das ist halt ein Projekt, das mitläuft, aber jetzt nicht primär ist. Also das heißt, wenn was Neues rauskommt, hat es primär Vorrang. Aber ich werde da meistens was mitfilmen. Also das heißt nicht, dass jetzt jede Woche was kommt. Vielleicht kommt jede Woche was, kann ich versprechen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was euch auch interessieren würde. Ich nehme euch da gerne mit. Und ja, mich motiviert es hoffentlich auch wieder ein bisschen mehr zu machen. Ich war so jetzt faul, habe ein paar Kilo zugenommen, die müssen wieder runter. Auch so ein bisschen Core-Training machen etc. Genau, daher würde ich sagen, bedanke ich mich für eure Zeit. Wenn euch das Ganze interessiert, lasst gerne ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch hier wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund. Tschüss, bis zum nächsten Mal.